Willkommen zu einem neuen Video der German Language Academy. In diesem Video geht es um die Satzstellung in der deutschen Sprache. Wir konzentrieren uns aber auf die Satzstellung mit einer Zeitangabe. Genauer gesagt beschäftigen wir uns mit diesen Punkten. Wo steht das Verb? Wo steht die Zeitangabe? Wann kann ich die Positionen tauschen? Was passiert bei Modalverben? Was passiert bei reflexiven Verben? Falls du neu hier bist, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, denn so verpasst du kein Video mehr. Im Kanal kannst du Deutsch lernen und dich auf Prüfungen vorbereiten, wie zum Beispiel den B2-Deutschtest für den Beruf oder die allgemeine B1-Prüfung. Aber auch der Leben in Deutschland-Test wird hier vorbereitet. Lasst uns mit der Satzstellung in einem normalen Aussagesatz beginnen. Die Grundregel lautet Subjekt, Verb und dann andere Satzglieder wie zum Beispiel Dativ oder Akkusativobjekt. Hier ein einfaches Beispiel. Ich mache eine Ausbildung. Eine Ausbildung ist hier unser Akkusativobjekt. Ich ist das Subjekt und mache das Verb. Wohin kommt die Zeitangabe in einem Aussagesatz? Die Zeitangabe nennt man auch temporale Angabe oder temporale Information. Ich mache im Moment eine Ausbildung. Im Moment ist hier unsere Zeitangabe und grün markiert. Sie steht nach dem Verb auf Position 3. Vorne steht das Subjekt, hier rot markiert. Das Verb steht auf Position 2. Aber das muss nicht immer so sein, denn es geht auch anders. Die Zeitangabe darf auch vorne stehen und tauscht den Platz mit dem Subjekt, das auf Position 3 geht. Was müssen wir uns hier merken? Das Verb bleibt immer auf Position 2. Die Zeitangabe kann vor oder nach dem Verb stehen. Hier nochmal die beiden Möglichkeiten im Vergleich. Im oberen Satz steht die Zeitangabe nach dem Verb. Im unteren Satz steht die Zeitangabe vor dem Verb. Daraus folgt, die Zeitangabe kann ihre Position mit dem Subjekt tauschen. Wie sieht das Ganze bei Ja-Nein-Fragen aus? Ja- oder Nein-Fragen sind Fragen, bei denen die Antwort ein Ja oder ein Nein sein kann. Machst du im Moment eine Ausbildung? Kommt ihr morgen zur Feier? Bei einer Ja- oder Nein-Frage ist das die einzige Möglichkeit. Das Verb muss vorne stehen. Deshalb merken wir uns folgende Regel für die Ja- oder Nein-Frage mit Zeitangabe. Das Verb steht auf Position 1. Das Subjekt steht auf Position 2. Die Zeitangabe steht auf Position 3. Wie sieht das Ganze aber mit einem W-Fragesatz aus? W-Fragesätze erkennt man daran, dass sie mit einem Fragewort beginnen. Zum Beispiel wie, wo, was, wer, warum, weshalb und so weiter.
Hier zwei Beispiele. Was machst du im Moment? Wo arbeitest du morgen? Man sieht auf dem ersten Blick, dass das Fragewort vorne steht. Danach kommt das Verb, dann das Subjekt und erst dann die Zeitangabe. Hier nochmal ein kurzer Überblick zu der Satzstellung einer Zeitangabe bei W-Fragesätzen. Fragewort, Verb, Subjekt, Zeitangabe. Bevor wir nun zu Sätzen mit Modalverben kommen, bitte ich dich an dieser Stelle, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So verpasst du in Zukunft kein neues Video mehr. Like bitte auch dieses Video, denn so unterstützt du mich bei meiner Arbeit und ich werde noch mehr hilfreiche Videos für dich erstellen. Und jetzt zurück zu den Sätzen mit Modalverb. Zur Erinnerung, erst einmal die Beispielsätze ohne Zeitangabe. Julia muss mit dem Auto fahren. Das Kind darf Eis essen. Zuerst Subjekt und dann das Modalverb auf Position 2, denn das Modalverb ist das konjugierte Verb. Das normale Verb steht am Ende des Satzes im Infinitiv. Fügen wir nun die Zeitangabe ein. Die Zeitangabe kann nach dem Verb stehen, also nach dem Modalverb, um es richtig auszudrücken, denn das Verb steht am Ende im Infinitiv. Es gibt aber auch eine andere Möglichkeit. Die Zeitangabe kann aber auch vorne stehen und tauscht somit die Position mit dem Subjekt, wie im normalen Aussagesatz, den wir bereits am Anfang gesehen haben. Bei Fragesätzen mit Modalverb kann man jedoch nicht die Positionen tauschen. Das Modalverb steht vorne und die Zeitangabe auf Position 3. Am Ende des Satzes das Verb im Infinitiv. Bei Fragesätzen mit Fragewort steht die Zeitangabe nach dem Modalverb beziehungsweise erst nach dem Subjekt. Hier drei Beispielsätze. Merken wir uns für Sätze mit Modalverb und Zeitangabe folgende Möglichkeiten. Das Subjekt steht auf Position 1 oder 3. Das Modalverb steht immer auf Position 2. Die Zeitangabe steht auf Position 1 oder 3 und das Verb steht immer im Infinitiv am Ende des Satzes. Unser letzter Punkt in diesem Video sind Sätze mit reflexiven Verben. Diese sind nicht immer ganz einfach, da sie ein Reflexivpronomen haben. Beispiel: Julia kümmert sich um das Kind. Oder Stefan schaut sich einen Film an. Mit Zeitangabe sieht das dann so aus. Die Zeitangabe kann nach dem Reflexivpronomen stehen. Julia kümmert sich heute um das Kind. Oder heute kümmert sich Julia um das Kind. Subjekt und Zeitangabe können erneut die Positionen miteinander tauschen. Das Reflexivpronomen steht in beiden Fällen nach dem Verb. Man kann sich wieder dieses Bild merken. Subjekt und Zeitangabe können miteinander die Positionen tauschen. Allerdings muss man aufpassen, wenn das Subjekt kein Name ist, sondern ein
Pronomen. Das sieht man hier im letzten Satz. Das Subjekt als Pronomen und das Reflexivpronomen tauschen die Plätze. Merken wir uns folgende Regel bei reflexiven Verben mit Zeitangabe. Das Verb steht immer auf Position 2. Der Name oder das Pronomen als Subjekt steht auf Position 1 und die Zeitangabe nach dem Reflexivpronomen. Oder die Zeitangabe steht auf Position 1 und der Name als Subjekt steht nach dem Reflexivpronomen. Aber bei einem Pronomen als Subjekt folgt das Reflexivpronomen danach. Zu guter Letzt schauen wir uns noch die Fragesätze mit reflexiven Verben und Zeitangabe an. Das Verb steht wieder vorne, gleich danach folgt das Reflexivpronomen. Dann das Subjekt und danach die Zeitangabe. Kümmert sich Julia heute um das Kind? Sollte das Subjekt aber kein Name sein, sondern ein Pronomen, muss man aufpassen. Denn da steht das Pronomen vor dem Reflexivpronomen. Kümmert sie sich heute um das Kind? Das gleiche Spiel passiert bei einer Frage mit einem Fragewort. Wann kümmert sich Julia heute um das Kind? Wann kümmert sie sich heute um das Kind? Toll, dass du bis jetzt fleißig zugeschaut hast. Ich möchte dir jetzt einen kleinen Überblick geben. Damit es einfacher zu lesen ist, habe ich nur das Verb und die Zeitangabe farblich markiert. Schau dir die Übersicht in Ruhe an.